12 Reasons not to move to Japan, weil Japan ist auch eigentlich so das Land, was jeder gerne sich anschauen wollen würde oder leben wollen würde. Ich muss sagen, ich habe die ersten 3 Punkte schon gesehen. Tell us the bad stuff about Japan. If there's Und dementsprechend, unlucky. anything bad. Everything on this channel always seems so overly positive about the country. Overly positive, that's not true. Alright, there might be some element of truth in that. Als Komma 5-fache Geschwindigkeit ist zwar ein bisschen schnell, oder? Aber ich habe, das ist 30 Minuten, Mann. In many ways, over the last 9 years, this channel... Aber okay, wir können dann, ich weiß, wir können ein bisschen skippen, wo die ersten Punkte kommen. Weil am Anfang, wie gesagt, ne, ich glaube, so Japan zu leben, muss, glaube ich, echt geil sein, aber... Dive in, and hopefully by the end of this video and the 12 reasons, your dreams of living in Japan will firmly be intact. There you go. Good as new. 12 reasons not to move to Japan! Personal space. Do you like watching films in the evening without headphones? Or having a space in your kitchen to cook food? Maybe you just enjoy sitting in your chair without hearing your neighbours through the wall. Weil das ist für mich eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit. Ich kann ja sogar nachts richtig laut sein. Also richtig laut sein, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das hört auch so keiner. Oder niemand hat Bock, da zu klingeln um 2 Uhr nachts oder so, wenn ich dann Musik mache oder so. Und dann zu sagen, kannst du ein bisschen leiser sein? Also, praktisch. Yeah, get ready to say goodbye to all those things and more as you move into your tiny apartment with walls made of paper. That's actual noise from the wall. Yes, it's the obvious one. Accommodation is often small, expensive and poorly soundproofed. Just yesterday I heard my neighbours... Aber das sieht auch cozy aus, oder nicht? Aber extra, also wenn man aber Streamer oder YouTuber ist schon scheiße, oder nicht? Also wenn du so ein Apartment hast, wo du Dingens... Also vor allem, zum Beispiel Nick Beats oder so, considert ja auch irgendwann mal vielleicht in Japan ein bisschen zu leben oder wie auch immer. Und da halt dann zu streamen. Und wenn du dann das streamen willst, mit den Uhrzeiten und so, wäre schon ein bisschen scheiße. Also man könnte vielleicht so nachts streamen, damit es für Deutschland nachmittags ist. Oder so früh abends, wie auch immer. Aber dann nachts zu streamen kannst du ja auch nicht wirklich, weil die so dünn sind, die Dinge, sondern es immer heißt, yo, wenn man immer hören würdest, wie am Anfang so streamen und so, that would be a bit unfortunate. One of the walls have an argument for about an hour, and it was so clear that I could pretty much hear every word they were saying. Like, it sounded like she was angry at him because he wasn't subscribed to Abroad in Japan. No, it was a cheap shot, even by my standards. Sorry. Now, I've never really minded about living in a small apartment, as I have done the entire time I've been living here. It's kind of Mehr Platz als bei mir. fun fitting your life into a small space. It gives you a sort of minimalistic mindset where you have to be very careful about the things you buy and what you fill your apartment with. And in my case, I choose to fill the apartment with cheap hats from the 100 yen store covered in weird English. In this case, jumping, pounding the rock. In your 30s, it probably won't be too much of an issue. The problem, though, for me, has always been the lack of privacy. When I first moved to Sendai, I lived in what looked like a nice modern studio apartment. It was well lit, the bathroom was nice, and the bed smelt like daffodils. But then I moved in and started sleeping in the bed, and I discovered I could hear my neighbour snoring through the cardboard wall so clearly at night. I used to genuinely wake up at night and think someone was in the room. It all felt a little bit like Silent Hill. Ja, aber das muss auch scheiße sein, wenn du wirklich auch noch Leute hören kannst. Vor allem, wie ist es denn, also wenn jetzt ein Pärchen oder so neben dir wohnt oder so und die dann offensichtlich auch halt fricken wollen, aber man ja dann auch ist extrem laut, oder nicht? Das ist ja auch schon terrible. Das hört man ja scheinbar auch schon so in manchen Wohnkomplex, also was mal Wohnungen, als ich meine Wohnung gesucht habe, war auch so ein Zettel, hing dann an der Wand, wo es dann hieß, yo, also eine Nachbarin oder so hat sich beschwert, von wegen, yo, schön, dass du und deine weibliche Partnerin zu viel Spaß hatten, aber bitte seid doch ein bisschen leiser. War natürlich irgendwie auch funny, weil der Vermieter halt auch diese Nachricht zuerst mal gesehen hat, weil er uns halt die Wohnung gezeigt hat. Und ja, schon unfortunate. Another time I ended up with a neighbour who happened to be the worst neighbour in the history of Japan, with a daily experience that pushed me to the brink of my sanity. Every morning at 7 AM, I'd be in bed, fast asleep, and my neighbour, this guy, would leave for work, and there'd be a bang on the door, and you'd hear his footsteps trail off. And then just as he drifted off and fell back to sleep, you'd hear the ominous sound of the footsteps returning. The door would unlock, and then, and this is completely true, and I can't believe it happened, he would open and close the door 25 fucking times every single morning. I would count it. 1, 2, 3. Als ob das jemand macht, 25 Mal seine Tür zu schließen? Ja, oder vielleicht haben die Partner einfach nicht so viel Sex. Oder wenn die Sex haben, sind die sehr leise. Kann ja auch sein. Ja, also das mit der Steigerung mit Dingens ist auf jeden Fall schon scheiße mit Dingens. Mit den Dingens ist schon unlucky. Leise sein beim Sex. Ja, vielleicht sind es ja die Japaner, wer weiß. Ich weiß ja nicht, wie die so privat Dinges es tun.
So of the hundreds No room at the inn. of foreigners I've met living in Japan over Was the heißt years, nochmal? I've never met a single one who's looked me dead in the eye and said, yeah, I love looking for apartments in Japan. Like, it's not fun. And that's down to a simple factor, and that is, as a foreigner living in Japan, many apartments don't allow you to live there, to rent it out. Now, I should preface this by saying... Ich glaube auch, das war Dingens. Das war als Nicht-Japaner hast du schon mal Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. If you come here with a job, a lot of the time your company will sort Ja, aber of das statistics unpleasant. ist halt ein Problem. Attacked by lots of 9:44 a.m. Ist ein Anlageproblem. Land of the rising overtime. A few years ago, there was a news story of a Japanese train that had done something truly unthinkable. A railway company issued a public apology after a train scheduled to leave at 9:44 a.m. left the station at 9:44 a.m. Oh my god, I can't believe... Wait, what? Yes, that's right, a train had left the station 20... Apology after Japanese train depart 20 Sekunden zu früh. Ja, das, bei Big Bang Theory haben die immer so gezeigt, von wegen, dass die Deutsche Bahn und so ja so pünktlich sein soll und so. Oder ne, pünktlicher als die Deutsche Bahn. Aber in Deutschland ist es ja so terrible. Aber in Japan scheinbar, so sind sie sogar so, sich so gehoben, dass sie sich sogar entschuldigen, wenn die 20 Sekunden zu früh losfahren. Aber 20 Sekunden zu früh losfahren ist irgendwie, also, kommt ja bei uns ja auch nicht vor. 20 seconds early. It was supposed to leave at 9 minutes 44 and 40 seconds. Bei uns kommt jemand zu spät. But it left at 9 minutes 44 and 20 seconds. Oh my god. While Western media are gobsmacked at the concept of a train apologising for leaving more or less on time, it also makes sense in Japan, the country where things are formidably punctual, things are on time, and things always run and work like clockwork. As a consumer, Japan is pretty much perfect. I mean, we've already seen that. But of course, all of this comes at a price. There's a reason everything works so well in Japan, and it comes at human cost. It's built on the back of a workforce who sacrifice... Da muss ich auch sagen, Korea oder Japan oder so ist schon richtig geil, so zu leben so. Aber wenn du da wirklich in der Society drin bist und halt arbeiten musst und so, also, was muss man ja auch tun. Aber die Work Culture ist ja da ja schon sehr toxisch insofern, dass du da... Es wird erwartet von dir, dass du schon Überstunden machst und so. Und das ist ja eigentlich, das ist ja schon so ungesund, dass die Leute, die dann eventuell sich das Leben nehmen, dass es da, glaube ich, dann auch ein Wort dafür gibt, glaube ich, im Japanischen, nur dafür, wegen der Überarbeitung. Also, schon krass. So much for the greater good of society. Working for a Japanese company can be brutal, particularly... Aber wenn man natürlich im Internet oder so sein Geld macht oder halt von anderen Quellen, dann ist es jetzt was anderes. Medium to large organisation. The hours are long, the lack of control over your own life is minimal. Taking holiday leave for a Japanese worker is almost as difficult as getting an apartment as a foreign resident. Like, studies have shown that only half of workers in Japan take their paid vacation. They get 20 days of annual leave and they only take 10 of them, which... Damn. Alter, Deutschland nimmt natürlich jeden Tag Percent of Paid Vacation Used. Deutschland nimmt jeden Tag mit. Ist auch richtig so. Hongkong auch. Hongkong auch, okay. Aber China ist hier nicht drin. China ist auch noch drin, oder was? Korea ja auch schon nicht. Ey, warum würde man nicht alles nehmen? England, warum sind England hier so, naja. Ich würde auch mal alle nehmen. Warum auch seems nicht? unthinkable coming from the UK, where everyone is very much keen to go on their holiday. And the reason for that is leaving your workplace and going on holiday in Japan, it looks bad. You will get ostracised for it by your colleagues, by your superiors, maybe not to your face, but certainly behind closed doors. You won't be seen as a team player if you're somebody who's not in the office much. It's a very strange thing. Like, you don't actually have to be doing anything productive at the workplace in Japan. You just have to be present. Being seen at work or present in the office is viewed upon more favourably than being productive or doing anything actually good. But if I stayed until 6 p.m. and just sat at my desk working on something or studying some Japanese or just playing with my pencil, colleagues would sort of come over and just commend me for my excellent hard work. Ja, okay, aber... Okay. You might be thinking, well, if I do overtime, at least I get paid for it. But typically in Japan, you don't get paid for overtime work. So not only are you being unproductive, not only are you spending lots of time unnecessarily at work, but you're not getting paid for it either. Sadly, studies have shown that job satisfaction is far lower in Japan than it is. Ja, deswegen, das ist so dies. Als ob Germany ist auf 6, bestes Job highest and lowest. Und India ist so hoch. Indien ist so froh über Arbeit. Also vielleicht auch generell, ach, weiß ich nicht. Ja, in China ist die bestimmt, da sagen die es bestimmt so, nur weil sie sich nicht trauen. Aber Deutschland ist 71%. Is in the UK and the US. 42%, richtig bad. And while I have seen more foreign workers have their dreams crushed of living and working in Japan by this point, perhaps more than any other on this list, you know, this is a proper dream-crushing point. The country does have an overwork problem, and hopefully, at some point, they'll realise that and start confronting it. Ja, hoffentlich, wäre nice. Goodbye independence. One of the hardest things about moving here in my first year, and something that I really wasn't prepared for, was losing my independence. You know, want a new car or a phone contract, want to set up a bank account. Hell, maybe after a long day at work, you just want to use your microwave. Well, good luck with that, because when you first move here, you're going to need someone to do it all for you. You're going to need a lot of help. You might be thinking... Ja, am Anfang, weil man vielleicht offensichtlich nicht alles versteht und so, die Bürokratie, aber danach wird's ja
leichter, Okay, ne? well, don't move to Japan then, if you don't know any Japanese, and you have Irgendwann. the same problems in any country that doesn't speak your native language. But honestly, as time progressed, it often became less of a language issue and more of a cultural issue. The paperwork is endless and daunting. You use outdated technology every day, fax machines, personal seals, aka stamps, not actual seals. That would be far more exciting. And of course, to fill out all the people who's fiercely independent, then it's really not that fun. Standing out. So imagine you're having a bad day. You've just been rejected from getting another apartment, and someone's told you that your YouTube channel should be called Boring Boring in Japan. Japan. Also deine Videos sind eigentlich richtig nice. And you go to an intersection, you go to cross the street with a few dozen cars waiting. And while you stand there waiting for the lights to change, you suddenly notice that everyone is staring at you, like you're an anomaly, like you shouldn't be there. Ach so, aber so, also ich glaube nicht, dass mich das jucken würde, bin ich ehrlich. Ich glaube, es würde mich nicht so sehr stören, wenn ich da so bin und dann Leute gucken mich an, weil ich offensichtlich nicht Japanese aussehe. Ich weiß nicht. Ob mich das stören würde? You start to become quite anxious and self-aware. People are watching your every move. You feel like something terrible is about to happen. And then it doesn't, and you carry on walking to McDonald's. But as I said earlier, 98% of Japan's population are ethnically Japanese, and it is one of the most homogenous societies on Earth. And inevitably, you will stand out if you don't look Japanese. Now, you'll notice people don't sit next Aber ja, auch ist so krass. Halt Japan und Korea oder so, offensichtlich sind die halt so nicht so divers, in Anführungszeichen, so wie es bei uns oder so ist. to you on the train or the bus, even if it's crowded, which makes you really feel like you're standing out, feels like you're different from everyone. You'll notice people at the supermarket stare at you, and children scream and recoil in terror at your face. You know, especially if, like me, you've lived somewhere that isn't Tokyo. You live out in the rural areas where seeing a non-Japanese person is incredibly rare. I mean, hell, if I see a white person, I'm shocked and disturbed as well. But I noticed in my first and second year here, it did get to me a fair bit. I did get quite anxious. Ja, aber das geht ja noch. Also, das geht noch. Wobei es gibt einen TikTok-Kanal, der ist so in dem Fall ist er halt schwarz und ich glaube, der teacht halt also nicht teach Englisch, also er lehrt Englisch in Japan und da hat er auch schon TikToks gemacht, wo er dann so gesagt, also die Reactions gezeigt hat von den Kindern und so, dass sie dann sagen, also das ist ja gar nicht gewohnt, dann wir uns sehen mit so einer Hautfarbe und so. Aber auch schon irgendwie witzig und irgendwie auch sweet. TikToks. Really a bad thing. However, this is a topic we'll kind of cover again later on in the video because in the long term it can become a bigger issue after many years of kind of feeling like that. Stuck in the past. Now, the Tokyo Olympics has had a bumpy ride this last year, and just as things couldn't get worse, the head of Japan's Tokyo Olympic Committee, Yoshiro Mori, was forced to resign after making some rather bold remarks. Responding to the idea that more women should be featured in board meetings, he came out with the remark, if we increase the number of female board members, we have to make sure their speaking time is restricted, as women have difficulty finishing, which is annoying. Achso, sie sind einfach sehr, konservativ, also ein bisschen veraltete Denkweise. Achso, okay. Ich wäre, glaube ich, also ich davon betroffen, also ich wäre offensichtlich, ich glaube nicht, dass als Mann ist man wohl weniger davon betroffen. Aber als Frau, ja, das sagt. It's complicated. Okay. This perception, if you come to Japan as a foreigner, you instantly get some kind of foreigner rock star status. But the sad reality is, you were Dave Smith in London, and you'll still be the same unremarkable Dave Smith when you're in Tokyo. First off, most Japanese people aren't actually interested in dating a foreigner. Most people here are already under enough stress in their 20s or 30s when it comes to their work life and their family. Achso, es geht jetzt um das Datingleben. The idea of marrying someone who will whisk their son or daughter away to a foreign land doesn't always go down well with Japanese parents either, who are expecting their children to look after them in later years. Now, I've only ever dated two. Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich auch mit den Eltern, die auch sehr konservativ denken. Unfortunate, aber ich dachte, also vielleicht habt der eine oder andere von euch auch mal, wahrscheinlich auch, aber ich nur das gesehen. Bei TikTok gab es auch manchmal so, Videos, wo die gezeigt haben, wie Tinder da aussehen kann. In Japan haben die natürlich wahrscheinlich die besten Girls so gezeigt. Und da sieht Tinder halt richtig wild aus, richtig so. Immer so, damn! Und dann hatte ich immer alle in den Kommentaren, warum nehme ich denn hier in Japan? Irgendwann will ich nach Japan ziehen, nur für die Girls. Japanese people, and neither really worked out. It got serious very quickly, and I remember scary words like marriage came up a lot sooner and a lot faster than they would in the UK. Just because there is that pressure here to try and get married before you turn 28 years old. Romance as a whole is pretty different to the West, where we have a... 28? Tja, ich werde 25 und not even close heiraten und so. Und dann halt die Eltern, meine Eltern waren ja auch viel, viel früher Dingens. Auch waren ja auch schon längst verheiratet und Kinder und so weiter. In einem Alter, wo ich noch not even close da bin. Auch so nice. Strong emphasis on public displays of affection, on kissing, on hugging. Also wahrscheinlich schon, oder? Japan's very much the opposite to that, where all of those things are kind of seen as awkward. The idea of marriage is also very different. The emphasis is on creating a strong Fitness.
Wie finden Sie auch gut? Emphasis on public displays of affection, on kissing, on hugging, on holding hands. Japan's very much the opposite to that. Okay, ja, Aber dann, wie macht man denn Moves dann? Wie macht man denn Moves dann in Public, wenn man so ein Date hast und so? Dann ist ja auch das Date irgendwie auch ein bisschen ranscheiden lassen. Dann macht man ja halt irgendwie, dass man halt, keine Ahnung, Hand berührt und so was. Ne, aber muss man dann das irgendwie so machen, dass man dann sehr private ist, um dann erst die ersten Moves machen zu können. It often comes across as more like a business partnership than one based on love and affection, which isn't necessarily a bad thing. However, on top of that, Aber das ist so scheiße, wenn das sich nicht wie Liebe anfühlt, sondern wie, du hilfst mir und ich hilf dir, deswegen heiraten wir. is a lot higher than you might think. There are inconclusive studies that kind of talk about this, but one factor is cheating is viewed rather differently. For example, there's a whole industry here that caters for late night activities. We're talking hostess bars, love hotels, Soapland, and many people wouldn't view going to those places as cheating here, but they certainly would back home. And no, a Soapland isn't a place that sells luxury, exquisite Japanese soap. Die Kappa, wie Fremdkind ist da anders gesehen? Go look it up on Google. I don't want to get this video demonetized, but I've spent many a long night drinking with friends who are dating a Japanese person here, who are baffled about the cultural differences in between and stressed from the pressures of having to marry. Bisher alles easy. Vielleicht mit Streamen und mit den dünnen Wänden nicht so nice. Aber bisher, nothing to bother about too much, für mich zumindest. Wenn ich hinziehen würde. War das mit Marriage und so ein bisschen unlucky. Wenn man dann vielleicht nicht so flirten könnte, ist ein bisschen unlucky. An apple a day. Okay, From my okay. experience, going to see a doctor in Japan for health issues, both physical or mental, can leave a lot to be desired. Doctors here tend to want to deal with you very quickly. They will ask you what's wrong, they'll throw some pills at you, and they'll send you on your way, you know. Aber ich war so lange schon nicht mehr beim Arzt. Einfach gesund bleiben, Guys. Dann müsst ihr auch nicht zum Arzt. Addiction, it caught up with me. But I was told that I'd need an endoscopy where they put a tube down your throat and into your stomach. I thought it'd be like a thin little piece of string. It turned out to be the width of a flashlight. Like, it was really big, and it remains to this day the worst experience of my life so far. Second only to watching. Das stelle ich mir auch nicht so nice vor. Imagine so Dinge. Und also von so einem fetten Schlauch zu bekommen. Genauso auch wie. Es ist ja auch nicht so nice. Also, wenn es sein muss, muss sein. Also, ne, ist auch keine Scham, keine Schande oder so. Aber genauso, wovor ja auch Leute immer ein bisschen Bange haben, ist ja, wenn der Schlauch nicht vorne reingeht, sondern hinten reingeht. Weil man, wie nennt man das? Eine Darmspiegelung hat, genau. Darmspiegelung hat. Das ist wahrscheinlich auch nicht das Allerniceste, but what you have to do, what you have to do. Und ja, es wäre wirklich pfeifert, jemand. Einfach gesund sein. Genauso wie in Schach. Einfach schlau sein und gut sein. In Mario Maker einfach gut sein, so wie ich. Und dann läuft der Hase eigentlich schon instant. The fight and was told in no uncertain terms, you should be more happy. Brilliant, fantastic, depression. Ja, genau. Die Japaner haben es verstanden. Du sollst einfach glücklicher sein. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Die Japaner haben es verstanden. Aber 3 Meter ppg haben Real Talk. Ihr versteht, ihr habt es verstanden. So ist das. Mit 3 Meter ppg, you have no problems with love. Vielleicht. Aber auch Dinge, ja. Man muss auch, also von sowas, also Japan oder so, Sprache können ist, glaube ich, schon ultra wichtig. Ich glaube, die sprechen ja richtig schlecht Englisch. Get the support. Manche Länder kannst du offensichtlich auch im easy mit Englisch auch noch durch. Aber You may need. Land of Opportunity, Fragezeichen. Is what kind of jobs are there for foreigners in Japan? What kind of opportunities are there? And the answer is, honestly, it depends on if you're a skilled worker and how good your Japanese is. The general rule in Japanese companies is they... Aber ich muss auch sagen, ich hätte Bock, also auch, so, wäre auch cool, in Japan oder so zu leben. Aber muss dann, ich weiß nicht, warum man immer halt Tokio oder so halt immer direkt im Kopf hat oder so, also immer klar, die Metropolen und so sind doch auch geil. Aber ich denke mir halt auch, es muss auch nice sein, halt außerhalb ein bisschen zu sein. Oder kann auch richtig geil sein. Ich bekomme auch so TikToks manchmal von so Landschaften aus Japan, das sieht auch so geil aus. I don't know, das sieht auch so krass aus. Und ich habe bei Instagram letztens gesehen, das hat irgend so eine deutsche Journaling-Seite auf jeden Fall, hat das gepostet. Und die hat dann geschrieben, dass dadurch, dass die meisten immer noch nach Tokio und so weiter wollen, und auch, also die Leute, die Japaner so, stehen die Häuser teilweise leer, in ländlicheren Gebieten. Dementsprechend sind die Mietpreise dort so gering, sag ich dran, für 600 Euro im Monat, keine Ahnung, 3, 4 Zimmer oder so, fetten Garten und sowas. Also offensichtlich Mietpreise, ne? Und das ist schon geil. Aber gut, ich meine, man könnte auch hier in Deutschland ja auch auf Land leben, so. Aber stelle ich mir halt nicht so, da nehme ich so, nicht so nice. Also da habe ich nicht so Bock. Man könnte ein Auto haben und so, dann könntest du auch noch mehr oder weniger klarkommen, aber
Keine Ahnung, in Japan stelle ich mich gut vor. Will prefer to hire a native Japanese person, unless it's a skill or a sector where they need some kind of outside talent. For example, over the years I've met plenty of foreigners living and working here in sectors like IT, video game design, engineering, translation, and interpretation. The vast majority of folks, though, do end up as English teachers because while it's technically not skilled, as a native speaker of English, you've still got a major advantage over Japanese English teachers. Outside of those sectors or specialised skills, it is more difficult because you're not going to win against a native Japanese speaker with advanced knowledge of kanji and the business etiquette and the way of doing things. And it's really important to point out that many of those skill jobs that I listed off a minute ago are all in Tokyo. Like most of my friends do live in Tokyo. And if you want to live somewhere... Ja, das ist ja wieder praktisch, wenn man halt nicht angewiesen ist auf da die Economy, sondern halt, keine Ahnung, irgendein Stuff macht im Internet oder so. That looks like this. Einfach so ortsunabhängig arbeiten kann, so. And pretend you're in a Hayao Miyazaki movie. Well, your dream is about to get 10 times more difficult. Even as an English teacher, most programs are capped at 3 to 5 years, and there's this kind of expectation that you're going to leave or go home afterwards or get a job somewhere else. When I look at all the people I worked with in Yamagata Prefecture, in my year when I was an English teacher, I'd say 90% of them do end up going back home, and the other 10%, they all ended up in Tokyo, except maybe 1 or 2 people. So yes, the jobs are there, but you've got to be skilled in something or end up as an English teacher and gradually transition into another career. And if neither of those pathways are appealing or possible, then it's definitely going to be much more difficult to find a way. Und es gibt auch so einen deutschen Kanal, der in Japan lebt, was eine japanische Frau, die kann halt auch leben und arbeiten und macht da, verdient sein Geld halt mit YouTube und dass er so Japanisch teacht für Deutsche, glaube ich. Und er hat auch mal erzählt, auch mit teilweise so Landschaft und so weiter. Auch geil. Einfach geil. Work opportunity in Japan that fits around you, I think, unfortunately. When I take a step back and look at my 3 closest Japanese Okay, make you friends. they're all kind of misfits in their own way. There's Natsuki, the wannabe rock star, whose obsession with British punk rock put him at odds with Japan's collectivist mindset. He does things his own way and he speaks his mind. Good to see you, Natsuki. How are you? Rocking it. There's Ryotaro, who's lived in the UK, the US and Australia and picked up a kind of Western way of thinking. He's brash, opinionated and in your face. Let's go. Then there's my friend Yuki, a successful entrepreneur who's never lived overseas but has an obsession with Western culture, Star Wars, Silicon Valley, and he does it all while drinking a tiny beer. The world's smallest beer. No. I'm so big. They're all from different backgrounds and social classes, but they're all kind of rebellious, open-minded individuals who are often opposed to the sort of typical way of Japanese thinking. And when I look at all the Japanese people I could have been good friends with, acquaintances, I realise we never went past a certain point. I was always treated like an outsider, some kind of exotic foreign character, and constantly reminded of that in our conversations. I was initially a bit conflicted to put this point on the list, but I asked around, I asked a few other foreign friends living here, and they felt the same way, that it can be difficult to make friends in Japan. Okay, I guess wenn man so traditionelle Dinge trifft, wahrscheinlich schon. Mein Tante war ja auch eine Zeit lang in Japan und glaubst du, die Storys, die ich so halt also mitbekommen habe von ihm, waren ja auch ein bisschen so, dass die mit so Beatboxen hat sich ja offensichtlich verstanden und Beatboxen wirken ja auch schon ein bisschen out of the norm so und ich glaube da auch wahrscheinlich die hat er wahrscheinlich am meisten mit viben können, ne? Most of my foreign friends, honestly, they stick to other foreigners. They have a kind of a foreign bubble network and they never go beyond that. I know plenty of people... Aber das ist nicht wieder sonst aber schade, ne? Ist auch cool, wenn man auch Einheimischen, also don't know Einheimischen quasi als Freunde haben kann. why he's on the list in hindsight. Endless Rules. So a few years ago I made a video called 12 Things Not to Do in Japan. It's the most successful video on the Abroad in Japan channel and in many ways I hate it. I hate that video. But it's popular because Japanese etiquette and all the rules, which are mostly unwritten, are intimidating and difficult to wrap your head around. But whenever I go back and look at that video, one of the things that strikes me in the comment section is the sheer number of people who sort of say, "Oh, fuck the rules, I'm going to do whatever I want, screw this." But then again, what do you expect from Brett Maverick? A walking fucking court case. Der die Kommentare. Waiting to happen. And if you are that sort of person, which is fine, I don't think you're probably going to want to live here. Now, while I might be a sarcastic, cynical, over-opinionated monster... Aber ich meine, klar, man muss ja auch ein bisschen anpassen, so an die Normen und so weiter. Aber ich finde es, glaube ich... Ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist ja okay. Also dann weiß man ja, was man machen kann, was man nicht machen kann, was angebracht ist, was nicht angebracht ist. Dann ist ja nicht so schlimm. The Forever Outsider. Always good to end on a controversial fun point. Imagine being in a country for a decade or longer, building your entire life there, and still being treated every day as though it's day one, as though you've just arrived. I've been here 9 years now, and on a daily basis I still get commended for my ability to use chopsticks. And I'm cool with that, that's fine. But there's this uncomfortable kind of feeling. Ach so, ja gut, das ist ja gut, man wird immer, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, man wird immer so, ja,
andere Sachen, die wissen ja nicht, wie lange man schon da ist und so, ne? You have here that people are always wondering, oh, why are you here? What are you doing in Japan? When are you leaving? Like, what's going on? Of course, it's good to be sympathetic and realise that Japan is a homogenous society, 98% ethnically Japanese. It's not multicultural and it won't be changing anytime soon. But perhaps the darker aspect to that is when foreign residents are scapegoated for bad things. Certainly during COVID, it's been a more difficult year than I can ever remember. Like there was a ramen shop early on last year that just banned foreigners outright from coming in. And just last week, Oh, Japanese only, ja. Tja. there was Eine a public Witschnitz. announcement warning farmers in Ibaraki Prefecture, just north of Tokyo, to avoid having dinner with foreigners altogether because they might have COVID. Well, my personal favourite example was last year when a Japanese TV show claimed that English speakers spread COVID more because we enunciate the P sound. This is a pen, a pen, a Yo. This is a pen, seriously. I've never Tja, der japanische Language, weniger Spreading, dementsprechend eine gesündere Sprache in sowas. I imagine there'll also be people who are angry at this video and might react to it and say some bad. Ja, aber die ganzen Sachen an sich, ich würde immer noch nach Japan ziehen, wenn ich könnte. Also wenn ich könnte, so ist schon trotzdem nice. Ja, Pepega. Und dann sprayst du die Dings raus, so die ganzen, nein, die ganzen Bakterien. Aber ja, I would still go to the Japan, real talk.